Mit 15 km/h durch Europa. 35. Reisetag. Dienstag, 19. Juni 2018. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. Frankreich. Camping du Lac Balinge. Heute ist ein besonderer Tag. Einerseits hat meine Ehefrau Geburtstag und andererseits hat mich gestern Abend Lisbeth aus Holland zum Frühstück eingeladen. Ich bin schon sehr neugierig, denn die Gastgeberin bewohnt mit ihrem Partner eine Mühle. Balinge. Gestern war ich zu bequem, um mir den Campingplatz genauer anzuschauen. Das hole ich jetzt nach. Am Weg zur Rezeption lerne ich den Österreicher Markus, die aus Deutschland stammende Mareike und deren Tochter Mathilda kennen. Sie sind abwechselnd mit den Fahrrädern und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ihr Ziel ist der Atlantik. Ihr Wissensdurst ist groß und so übermittle ich ihnen meine Erfahrungen über die Campingplätze und über die Sehenswürdigkeiten entlang des Eurovelo 6 Radweges. Etwas später, ich bin immer noch auf Erkundungstour, merke ich, dass mich der Schnupfen und die schwerfällige Atmung immer noch in Schach halten. Die Medikamente, die ich mir gestern beschafft habe, brauchen wohl noch ein wenig Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Zwischendurch lerne ich Peter und seine Frau kennen. Die sind aus Kaiserslautern und fahren mit den Fahrrädern von Karlsruhe zum Atlantik. Um beim Frühstück mit Lisbeth und ihrem Mann gepflegt zu erscheinen, mache ich mich auf den Weg zu den Sanitärräumlichkeiten. Muss das sein? Un amor, baby. Hey, hier ist es richtig sauber und geordnet. Und da gibt es sogar Abflussstopfen in dem Waschbecken. Das ermöglicht das Reinigen der Kleidungsstücke auf einfache Art und Weise. Super! Du kannst gerne mit den Händen die Wäsche waschen. Ich würde die Waschmaschine, die im Nebenraum steht, bevorzugen. Um 9:20 Uhr verabschiede ich mich und fahre zur Mühle, wo angeblich ein Frühstück auf mich wartet. Ich bin neugierig. Vom Campingplatz zur Mühle. Gleich nach der Ankunft werde ich freundlich begrüßt. Habe ich etwas falsch verstanden? Bin vielleicht ich gar das Frühstück? Gerhard, nimm dir ein Beispiel an der Katze. Versteck dich. Ach so, der vierbeinige Freund will bloß Ball spielen. So, der Hund ist dem Ball nachgejagt und ich hinterher. Jetzt nach gefühlten 10 Minuten Bewegung bin ich erschöpft und genieße die Unterhaltung mit Lisbeth und Simone. Ich fühle mich total wohl, das ist eine wunderschöne Mühle hier. Lisbeth und Simone sind aus Holland und verbringen ihren Lebensabend hier in Frankreich. Bis zu diesem Gespräch war ich überzeugt, dass es schon ein außergewöhnlicher Zufall sein müsste, einen Menschen kennenzulernen, der so wie ich mit 56 Jahren im Vorruhestand ist. Dass der sympathische Holländer, der mir gegenüber sitzt, seit 25 Jahren keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, das zieht mir beinahe die Radschuhe von den Füßen. Da war er 47. Unglaublich. Da staunst du aber. Während Simon zum Haus geht, erfahre ich,
dass das Sammeln von Spieluhren eine seiner größten Leidenschaften ist. Da drin. Im Haus machen mich Dutzende große und kleine technische Musikwunderwerke sprachlos. Simon hat eine Blechplatte in ein Uhrenwerk eingespannt. Die Löcher in der Platte bilden die Musik ab. Während sich die Scheibe dreht, wandelt eine Abtastvorrichtung die Unebenheiten in akustische Töne um. Faszinierend. Lisbeth meint, dass es Opa unmöglich sei, heimlich ein Glas zu trinken. Denn sobald er es in die Hand nimmt, spielt eine Melodie. Giscard d'Estaing, der Präsident. Ja, Wahnsinn. Gleich darauf zeigt sie mir ein außergewöhnliches Exemplar, das ich vorerst mit einem Plattenspieler identifiziere. Dabei handelt es sich jedoch um ein Pferdewettlaufspiel. Und Simon ergänzt, dass vor dem Start der Wetteinsatz, meist in Form von Münzen in die Schale, die oberhalb angebracht ist, eingeworfen wird. Fassungslos wie ein kleines Kind mit weit geöffneten Augen, das zum ersten Mal beim Anblick eines Weihnachtsbaumes mit brennenden Wunderkerzen ein überwältigendes Glücksgefühl erlebt, stehe ich da und lasse mich vom Ablauf der Mechanik verzaubern. Während Lisbeth und Simon etwas suchen, schaue ich mir ihr privates Museum etwas näher an. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto labido dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar in la vive. Was man da alles machen kann. Aber von diesen sind auch, waren auch 20 verschiedene Motive. Motive. Ja, toll. Einfache, schöne. So, Nach ein paar Minuten kommt der sympathische Holländer mit einer Holzschatulle, die einem Buch ähnelt. Dieses Kunstwerk erzählt die Geschichte über die Zauberflöte, also der gleichnamigen Oper von Mozart. Davon gibt es angeblich weltweit nur 5 Exemplare. Sehr unglaublich. Da wird meine Frau schauen. Kann so große Augen machen. Und meine kleine Enkeltochter. Mhm. Unglaublich. und das ist Nummer 1 für mich. Wahnsinn. Ja, Und das war in ist ja 98. Wahnsinn. Lo que nos da el amor, lo que nos da el amor, lo quiero compartir. Und weil die beiden kein Entgelt für die Führung durch ihr Privatmuseum verlangen, nehme ich mir eine Stunde Zeit und filme ihr herrliches Anwesen aus der Luft. Contigo, yo no tengo nada más que el polvo del camino. Ay, el polvo del camino, el polvo del camino, el polvo del camino. Ay, el polvo del camino. Von Palangen nach Cyril Lenoble. Palange, Frankreich, Eurovelo 6, 11:35 Uhr. Oh Gott, wäre ich doch nur in der Mühle geblieben, schweifen Gedanken durch den Kopf. Denn es geht bergauf. Der Schicksalsgöttin Verdandi scheint es zu gefallen, wenn sich meine Waden zu einem Muskelpaket formieren.
Unterwegs durch dieses einsame, von Hecken umsäumte Weideland, in dem sich der Radweg hin und wieder auch durch Waldabschnitte zieht, erinnere ich mich an das Buch von Bernhard Möstl. Da geht es um die Shaolin-Prinzipien. Ein Kapitel widmet sich dem Prinzip der Langsamkeit. Es gibt Wichtigeres im Leben, als ständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen, hat Mahatma Gandhi einmal gesagt. In unserer von Schnelligkeit dominierten Gesellschaft gilt Langsamkeit aber als unschick. Ruhe wird oft mit Faulheit gleichgesetzt. Wer nicht von einem Termin zum nächsten hetzt, hat offensichtlich nichts zu tun. Mobiltelefone helfen dabei, die vermeintlich sinnlos vertane Fahrzeit dazwischen, in der man einfach abgeschaltet hat, produktiv zu nutzen. Etwas noch schnell machen ist zum geflügelten Wort unserer Zeit geworden. Hektik ist Leben und Ruhe ist Tod? Tatsächlich gibt es mehr Beispiele von Menschen, die an überhöhter Geschwindigkeit beim Autofahren, Herzinfarkt infolge übermäßigen Stresses oder einem hektischen Fehltritt ums Leben gekommen sind, als von solchen, denen ihre Ruhe zum Verhängnis geworden wäre. Auf einer Wiese, direkt neben dem Canal du Centre, suche ich mir ein schönes Plätzchen. Da verkehren auch Hausboote bzw. Ausflugsschiffe. Als ich mich einrichte, entdecke ich ein Pärchen, das ihre Campingstühle auspackt. Heute esse ich kalte Speisen. Obwohl Garmin bisher gute Dienste leistete, nehme ich die Landkarte und das Bikeline-Radtourenbuch zur Hand, um mich zu orientieren. Sicher ist sicher. Also das Beste ist, wenn man bei Palinché wegfährt, dort wo ich gecampt habe, dann gibt es hier diese Alternativroute und die ist als Eurovelo 6 gekennzeichnet, also wirklich an den Tafeln angeschrieben. Hier wiederum in dem Plan verläuft der Eurovelo 6 entlang des Kanals. Und wenn man genau schaut, dann sind auch hier die Steigungen eingezeichnet und das bedeutet wirklich 10 Kilometer bergauf und bergab. Richtig, Gerhard. Hättest du dich vor der Abfahrt eingehender mit der Route beschäftigt, hättest du dir einiges an Anstrengung ersparen können. Hör nicht auf dein Gewissen. Denn durch diese Steigungen hast du ordentlich Kalorien verbrannt und darfst jetzt dementsprechend viel schlemmen. Ja, heute gibt es mal Fisch. Kekse als Belohnung zum Schluss dann. Eine halbe Stunde vergeht, dann schwinge ich den Allerwertesten auf dem wohlgeformten Brooks-Sattel und schlendere lässig den Canal du Centre entlang. Cyrille-Noble ist im Jahr 2018 eine französische Gemeinde mit ungefähr 2200 Einwohnern und liegt im Departement Saône-et-Loire, in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Oh, ein halbnackter Radfahrer. Grundsätzlich reißt mich das nicht aus dem Sattel, doch die Temperaturen betragen lediglich 22 Grad Celsius. Dazu der Fahrtwind. Naja, manche mögen es heiß, fällt mir dazu ein. Getrieben von einer immensen Neugierde wenden wir beide und fahren aufeinander zu. Ja, ich wohne in der Nähe von Wien. Ach so. Und du bist? Hallo, Gerhard. Michel. Michel? Ich bin Franzose, aber ja. meine Freude ist von Österreich. Wien. Wien? Ich spreche lieber Englisch. Und du kommst von Wien? And you come from Vienna also? No, Nein, vor 4 Wochen bin ich mit dem Zug von Wien nach La Boule-les-Caplin gefahren. Von Vienna to La Boule-les-Caplin, Ja. Atlantik. Von dort aus bin ich 950 Kilometer bis hierher geradelt. Und jetzt fahre ich durch 10 Länder nach Rumänien. 10 countries to Romania. To Romania. Black Sea. Ja. Ja. Ich habe mehr als 20 Jahre in Wien gearbeitet. More than 20 years. Alright. Du bist ein reicher Mann. Was? Ich bin ein reicher Mann? Wenn man im 2. Bezirk in Wien lebt, dann schon. Nein, ich habe dort nur gearbeitet. I live 25 kilometers far away from. Ich lebe 25 Kilometer südlich von Wien.
Ich kenne die Gegend rund um Wien sehr gut. Ich bin dort oft mit Freunden unterwegs. Und wo fährst du hin? Back at home in Ich fahre heim. it's called Poitiers. Die Stadt, wo ich lebe, liegt zwischen Nantes und Bordeaux. And I hurry because Die Zeit drängt, denn in 2 Tagen geht es ab nach China. Aber nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Flugzeug, oder? Gestern habe ich ein Pärchen kennengelernt, die sind mit den Rädern unterwegs nach China. Die haben ein Kind dabei. Ich glaube, die unterschätzen diese Reise. yes, I think that it's Understand. so. Yes, I know. Of course, I know the flag. Yes, Doch, der Grund, weshalb ich mit dir plaudern wollte, war die Fahne am Anhänger. Da wusste ich, dass du aus Österreich bist. we don't see a lot of Austrian. Wir sehen hier nicht viele Österreicherinnen und Österreicher. Yes, I've met, I think, 2 or 3 in a free. Ja, während der 3 Wochen Fahrt durch Frankreich habe ich auch erst 2 Männer und eine Familie aus Österreich getroffen. The last 900 kilometers in France. Okay, meine Spezies ist hier sehr selten zu sehen, aber dafür habe ich öfter Menschen aus den Niederlanden und sehr viele Menschen aus Frankreich getroffen. French people. French, yes, they do a lot. Okay, but this is not the original Eurovelo number 6 bicycle. Diese Straße ist nicht der originale Eurovelo 6 Radweg. Country. Yes, but it's Es ist besser, ich zeige dir das auf der Karte. Hast du eine Karte dabei? Ja, vielen Dank, ich habe eine. Yes, thank you very much. I have it. Ab Solimine folgst du am besten dem Canal du Centre. Dort wirst du heute Abend ankommen. Heute? Today? yeah. Wie viele Kilometer sind es bis dahin? How many kilometers? Ich weiß nicht. 70? Ha, ich habe sehr viel Gepäck. Es wiegt mehr als 40 Kilogramm. Und ich bin 57 Jahre alt. Und mein Fahrrad, das wiegt 18 Kilogramm. Die Sonne scheint und ich habe es nicht eilig. 55? 57. Ich bin 66. 66. Ah. Because I would like to show you. Ich möchte dir zeigen, wo du übernachten kannst. Ein Campingplatz wäre fein, denn ich habe ein Zelt. Tent. Yeah, me too. Ich auch. Ah, okay. Du hast doch ein Zelt. Du kannst wild campen. Ja, das habe ich schon 2-mal gemacht. 2 times a day. Bei mir war es umgekehrt. 2-mal Camping. Ansonsten wild campen. Rested. Okay. I know that for you. Du erinnerst mich an meine Freundin, die immer Nein sagt, wenn ich ihr einen schönen Platz vorschlage. Dabei gibt es in Frankreich so viele schöne Plätze, wo man sein Zelt aufschlagen kann. Ich bin auf einer Charity-Tour. Es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Daher schleppe ich viel technisches Zeug mit und brauche hin und wieder Strom und Internet. Electricity, Internet. Gerne hätte ich weitere Erfahrungen mit diesem sympathischen Franzosen ausgetauscht. Gleichzeitig fühlen wir uns aber beide bemüßigt, die Fahrt fortzusetzen. It's a pleasure to meet you. Bye. Von Cyrille-Noble nach Mont-Solimine. 9 Kilometer. Während ich durch die Landschaft gleite, ruhig die frische Luft einatme und die Landschaft aufmerksam beobachte, denke ich an meinen letzten Arbeitstag. Es war der 31. Juli 2017. 30 Jahre Zeit der nahezu täglichen Fahrt nach Wien sind vorüber. Im Kopf entsteht ein Zahlenwerk. Oh mein Gott! Ich bin mehr als 720.000 Kilometer zwischen Arbeit und Wohnung gependelt. Das hat mich 27.000 Stunden Zeit gekostet. Das sind 1.125 Tage oder mehr als 3,5 Jahre. Das war kostbare Lebenszeit, die ich gut und gerne anders genützt hätte. Aber hätte, wäre und würde sind Möglichkeitsformen und die Vergangenheit ist unwiederbringlich verloren. In Mont-Solimine halte ich vor einer Zugbrücke an. Und gerade in jenem Moment schieben sich die Sicherheitsgitter vor und verhindern die Fahrt auf die Brücke. Gleich darauf bäumt sich, wie von Geisterhand gezogen, die tonnenschwere Stahl- und Betonkonstruktion in die Höhe. Ich denke mir, wie es wohl sein mag, wenn man es verabsäumt hat, von der Brücke zu fahren und nun zusehen muss, wie sich das Monstrum nach oben schraubt und das darauf befindliche Fahrzeug immer mehr an Halt verliert. Kaum auszumalen.
Jedenfalls warten vor und nach der Brücke je ein Schiff auf die Durchfahrt. Wenn sich die beiden begegnen, wird es erneut spannend, denn der Kanal ist hier sehr eng. Die Schiffe sind nicht gesunken. Ein Kompliment den Kapitänen, die es verstanden, ihre Schiffe so zu manövrieren, dass sie einander nicht berührten. Gefühlte 500 Meter weiter gibt es noch eine Zugbrücke. Und, man glaubt es kaum, doch da kommt noch eine weitere auf mich zu. Die unterscheidet sich allerdings von den zwei vorigen Zugbrücken dadurch, dass sie nicht an einem Ende in die Höhe gezogen wird, sondern dass die tragenden Stützen, auf denen sie lagert, vertikal ausgefahren werden. Unglaublich und gleichzeitig fantastisch. Jetzt senkt sich die Brücke. Links und rechts warten Fußgänger auf die Freigabe, um sie betreten zu dürfen. Die Senkung der Brücke im Zeitraffer. In einem Intersport-Fachgeschäft kaufe ich Zeltheringe. Als mir ein freundlicher Fachberater einen Sigma-Tacho, den ich gestern endgültig verloren habe, zeigt, bin ich begeistert. Nachdem er sich die Geschichte über meine Charity-Reise durch Europa angehört hat, gewährt er einen großzügigen Nachlass. Ich freue mich riesig und werde diesen Betrag an das Leobersdorfer Therapiezentrum Regenbogental weiterleiten. Hier folgt jetzt der Eurovelo 6 wieder dem Kanal du Centre. Von Mont-Soleil-Mine nach Le Chamois. 17 Kilometer. Tja, jetzt bin ich schon 3 Wochen in Frankreich und meine französischen Sprachkenntnisse beschränken sich immer noch auf ein paar wenige Wörter. Aha, diese Erkenntnis ist ein wichtiger Schritt, um Veränderungen herbeizuführen. Kannst du dir wenigstens ein Baguette bestellen? Ja, das kann ich. Un baguette, s'il vous plaît. Sehr gut. Und, wie schaut es mit den Grußformeln aus? In der Früh und am Nachmittag werfen mir die Franzosen ein herzliches Bonjour zu. Häufig sind es Damen. Das erwidere ich einfach. Dabei habe ich in einer Abendschule 2 Monate Französisch gelernt. Das kann schon sein, aber sicher nicht die Sprache. Vielleicht ging es um das Erlernen französischer Meditationstechniken? Und, wolltest du nicht auch die französische Küche kennenlernen? Habe ich doch. Ich habe französischen Wein getrunken, französische Kartoffelchips genascht und französische Cheeseburger sowie eine französische Pizza gegessen. 35 Kilometer habe ich heute zurückgelegt und dabei ist es schon 17:19 Uhr. Das wird sicher kein neuer Tagesrekord. Aber deswegen bin ich auch nicht unterwegs. Ganz im Gegenteil. Primär geht es um das Charity-Projekt und um den Genuss des langsamen Reisens. Von Le Chamois nach Saint-Julien-sur-Denne. Obwohl das Display am Garmin-Navigationsgerät wunderbar und offensichtlich korrekt die Städtenamen und andere Bezeichnungen einblendet, merke ich nicht, dass ich nicht mehr den Canal du Centre, sondern dem Fluss Döne folge. Jedenfalls ist die Route nicht minder schön als neben dem Kanal und ich bin jetzt wieder auf dem Original Eurovelo 6 Radweg unterwegs. Das Wasser gibt mir ein Rätsel auf. Es bewegt sich kaum und regt mich zum Nachdenken an, ob die Strecke ansteigt oder fällt. Doch sobald ich nicht in die Pedale trete, mindert sich die Geschwindigkeit wie auf einer geraden Strecke. Gerhard, zu deiner Information. Die Döne ist ein Fluss, der im Étang de Montaubry, nahe Saint-Julien-sur-Denne, in einer Seehöhe von 270 Metern, entspringt. Sie fließt nach Nordost, schwenkt nach Süden und mündet nach rund 71 Kilometern oberhalb von Allerey-sur-Saône, als rechter Nebenfluss in die Saône. Hey Gerhard, da ist ein Tisch mit 2 Bänken. Der ist doch ideal, um zu faulenzen.
Wow, es ist 18:30 Uhr und ich bin in Saint-Richard-sur-Dun. Die Verkühlung macht mich zu schaffen. Und die Medikamente, die ich mir gestern gekauft habe, zeigen noch keine Wirkung. Ich beschließe, die heutige Tour beim nächstgelegenen Campingplatz zu beenden. Laut Bike-Generator-Buch soll es einen in Chagny geben. Bis dorthin sind es noch 10 Kilometer. Ich sehe allerdings keinen Anlass, mich zu stressen und denke mir, dass ich zwischen 19 und 19:30 Uhr dort sein könnte. 2 Stunden später. Gerhard hat an einer Hotelempfangsstelle erfahren, dass es in der Nähe eine Campingwiese gibt. Ich habe heute eine besondere Nachbarin. Sie wiehert nicht, kauert seelenruhig an ihrem Essen und scheint auch sonst sehr friedliebend zu sein. Es ist ein weißes Pferd. Diese Campingwiese mit dem darauf befindlichen Mobilheim ist ein Geheimtipp. Sie gehört einem pensionierten Lehrer. Das Mobilheim steht mir voll zur Verfügung. Da drin ist eine... Im Mobilheim habe ich gleich mal die Dusche benutzt. Die ist allerdings so eng, dass ich Angst hatte, die Seife fallen zu lassen. Dass es heute so viel reine Wäsche gibt, hängt vielleicht mit der kostenlosen Nutzung der Waschmaschinen zusammen. Beim Anblick der Mikrowelle fällt mir ein, wie oft ich Mikrowellenessen am Kocher zubereitet habe. Und ausgerechnet heute habe ich keine Packung dabei. Hey, Gerhard, da gibt es ein Bett mit weißen Laken. Das wäre doch was, oder? Ich lasse den inneren Schweinehund links liegen, telefoniere noch mit Elisabeth und verbringe die Nacht unter den Leinen meiner mobilen Feldwohnung. As long as a river runs down to the sea, as long as a flower will grow on Mother Earth, there is a black man who's telling me there is a world that our children will never see. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.